Klingel bitte an der Tür, Anna. Ich bin ein bisschen nervös, Max. Keine Sorge, wir sind pünktlich hier. Pünktlichkeit ist in Deutschland super wichtig. Da öffnet seine Mutter schon die Tür. Sie gibt mir fest die Hand. Ja, man grüßt hier jeden mit Handschlag. Sie sagt, wir sollen die Schuhe ausziehen. Das ist in deutschen Wohnungen oft so. Hier sind bequeme Hausschuhe für uns. Der Vater kommt auch in den Flur. Er schüttelt dir auch die Hand, Max. Er schaut mir dabei direkt in die Augen. Das zeigt Respekt in einer deutschen Familie. Es riecht hier schon total lecker nach Braten. Ja, der Tisch ist drüben schon gedeckt. Gehen wir direkt in das Esszimmer? Jai, die Eltern gehen schon voraus. Wo sollen wir uns genau hinsetzen? Die Mutter zeigt auf unsere Plätze. Setz dich neben mich, meine Anna. Ich sitze hier wirklich sehr gut. Das Abenteuer beim Mittagessen beginnt jetzt. Benehme dich bloß anständig, Max. Der Tisch sieht wirklich wunderschön aus. Schau mal, da liegt eine Stoffserviette. Was mache ich jetzt genau damit? Leg sie sofort auf deine Knie, Max. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Man wischt sich damit den Mund ab. Die Eltern sitzen jetzt auch am Tisch. Wir müssen gerade sitzen, nicht so locker. Meine Ellbogen sind jetzt weg vom Tisch. Gut so, nur die Unterarme dürfen aufliegen. Der Vater schenkt uns frisches Wasser ein. Warte kurz mit dem Trinken, Max. Warum? Ich habe aber großen Durst. Man wartet, bis alle ein Glas haben. Jetzt hebt der Vater sein Glas an. Er sagt laut „Zum Wohl" zu uns. Wir müssen mit allen Gästen anstoßen. Schau den Eltern dabei in die Augen. Das ist ein wichtiges Gesetz in Deutschland. Ja, sonst bringt das wohl Pech. Jetzt trinke ich einen kleinen Schluck. Perfekt, du machst das super, Max. Das Wasser ist herrlich kalt. Gleich kommt das warme Essen auf den Tisch. Die Mutter bringt eine große Schüssel. Da sind heiße Kartoffeln drin. Sie gibt mir die Schüssel zuerst. Nimm dir ein bisschen Fleisch und Gemüse. Darf ich jetzt sofort anfangen zu essen? Nein, warte noch einen kurzen Moment. Alle Teller sind doch schon voll, Anna. Die Gastgeber müssen zuerst anfangen. Jetzt wünscht uns die Mutter guten Appetit. Wir sagen das jetzt auch laut. Guten Appetit allerseits, liebe Familie. Das Essen schmeckt bestimmt fantastisch. Das Messer ist in meiner rechten Hand. Und die Gabel ist links. Richtig. Ich schneide das Fleisch ganz leise. Mach keinen Krach mit dem Teller, Max.
Schmatze ich etwa beim Kauen, Anna? Nein, dein Mund ist beim Kauen zu. Das ist eine sehr wichtige Regel hier. Sprich auf keinen Fall mit vollem Mund. Ich schlucke das Essen zuerst runter. Jetzt kannst du mit dem Vater sprechen. Das Fleisch ist wirklich butterweich. Ja, das finde ich auch. Der Vater fragt nach unserem Job. Erzähl ihm von deinem neuen Projekt, Max. Ich rede nicht zu laut am Tisch. Das ist gut. Eine ruhige Stimme reicht. Die Eltern hören mir sehr aufmerksam zu. Sie finden deine Arbeit total interessant. Über welche Themen spricht man hier nicht? Politik und Geld sind oft tabu. Gut, dann reden wir über das Wetter. Oder über unseren letzten Urlaub in Spanien. Der Vater lacht über meine Urlaubsgeschichte. Du bist heute wirklich sehr charmant, Max. Die Mutter möchte mir mehr Kartoffeln geben. Sag höflich Ja, wenn du noch möchtest. Ja, gerne, danke, sage ich zu ihr. Ich bin leider schon fast ganz satt. Wenn du fertig bist, sag Nein, danke. Das klingt nett und absolut höflich. Das Essen gibt uns viel gute Energie. Die Atmosphäre ist wirklich sehr familiär. Ich fühle mich hier richtig wohl. Ich mich auch. Die Familie ist toll. Das Mittagessen läuft absolut perfekt. Weil du dich an die Regeln hältst. Ich schaffe keinen Bissen mehr, Anna. Ich bin auch komplett satt und glücklich. Wie lege ich mein Besteck jetzt hin? Leg Messer und Gabel parallel auf den Teller. Sollen sie auf 20 nach 4 zeigen? Ja, genau. Das ist das Zeichen für fertig. Wenn ich eine Pause mache, wie liegen sie dann? Dann kreuzt man Messer und Gabel leicht. Das ist eine geheime Sprache beim Essen. Die Mutter sieht meinen leeren Teller. Sie fragt, ob es uns geschmeckt hat. Wir loben das Essen jetzt überschwänglich. Das war das beste Mittagessen des Jahres. Die Mutter freut sich sehr über das Lob. Dürfen wir jetzt einfach vom Tisch aufstehen? Nein, man bleibt noch ein bisschen sitzen. Wir helfen später beim Aufräumen in der Küche. Das bietet man in Deutschland immer an. Ich trage gleich das schmutzige Geschirr raus. Der Vater kocht uns jetzt einen Kaffee. Ein wunderbarer Abschluss für dieses Treffen. Wir haben den Kniggetest heute bestanden. Dank deiner tollen Hilfe, meine Anna. Wir sind ein wirklich gutes Team. Alle sind jetzt fertig mit dem Essen. Ja, der Vater legt auch sein Besteck hin. Darf ich jetzt direkt vom Stuhl aufstehen? Nein, warte, bis die Mutter aufsteht, Max. Die Gastgeber machen hier den ersten Schritt.
Genau, das gehört sich einfach so. Jetzt steht die Mutter vom Tisch auf. Wir stehen jetzt auch zusammen auf. Ich danke ihr noch einmal für das Essen. Das ist wirklich sehr höflich von dir. Der Vater lädt uns in das Wohnzimmer ein. Dort steht eine gemütliche Couch für uns. Gehen wir direkt rüber in den Raum? Ja, aber nimm deinen leeren Teller mit. Bringen wir das schmutzige Geschirr in die Küche? Ja, das ist eine sehr nette Geste. Die Mutter freut sich bestimmt über unsere Hilfe. Sie sagt, wir sind wirklich tolle Gäste. Ich stelle die Teller auf die Arbeitsplatte. Und ich bringe die leeren Gläser rüber. Die Küche ist voll mit schmutzigem Geschirr. Aber wir räumen das später alles auf. Jetzt gehen wir erstmal zu den Eltern. Ja, sie warten schon im Wohnzimmer auf uns. Das Wohnzimmer ist wirklich sehr gemütlich. Schau mal, auf dem Tisch steht ein Kuchen. Oh nein, ich bin doch noch so satt. Kaffee und Kuchen ist eine wichtige Tradition hier. Essen die Deutschen nach dem Mittagessen wieder Kuchen? Ja, meistens am gemütlichen Sonntagnachmittag. Die Mutter schenkt uns heißen Kaffee ein. Nimmst du Milch oder Zucker in deinen Kaffee? Ich trinke meinen Kaffee heute lieber schwarz. Ich nehme ein kleines bisschen kalte Milch. Der Vater schneidet den Apfelkuchen an. Er gibt dir das erste Stück, Max. Der Kuchen sieht wirklich absolut köstlich aus. Probier mal einen kleinen Bissen davon. Er schmeckt herrlich nach Zimt. Die Mutter hat ihn heute Morgen frisch gebacken. Ich muss ihr unbedingt ein großes Lob aussprechen. Ja, sag ihr, dass der Kuchen fantastisch schmeckt. Sie lächelt glücklich über meine Worte. Ein bisschen Kuchen passt immer noch rein, oder? Ja, für diesen Kuchen habe ich immer Platz. Genießen wir den Kaffee mit der Familie. Die Atmosphäre ist total entspannt und nett. Das finde ich auch. Ein toller Der Vater erzählt eine lustige Geschichte. Ja, er lacht wirklich sehr laut. Ich verstehe seinen Dialekt nicht ganz, Anna. Er spricht ein bisschen bayerisch. Das ist schwer. Nicke einfach freundlich mit dem Kopf, Max. Das mache ich schon die ganze Zeit. Worüber sprechen wir jetzt am besten? Der Vater fragt nach unseren Hobbys. Ich erzähle ihm von unserem Sport am Morgen. Das findet er als Sportler bestimmt super. Er nickt und zeigt uns ein altes Foto. Das ist er beim Fußballspielen vor 20 Jahren. Er war damals anscheinend ein echter Profi. Ja, er hat viele Pokale im Regal stehen. Die Mutter zeigt mir ihren schönen Garten. Sie liebt ihre roten Rosen über alles. Der Garten ist wirklich sehr ordentlich und sauber. Typisch deutsch. Alles hat seinen festen Platz.
Die Zeit vergeht hier wie im Flug. Ja, es ist schon fast 17 Uhr. Wir müssen langsam an den Abschied denken. Ein paar Minuten können wir noch bleiben. Das Gespräch ist wirklich sehr interessant. Das stimmt. Die Eltern sind unglaublich nett. Jetzt stehen wir alle gemeinsam auf. Wir gehen zusammen in die Küche, Max. Wir müssen den Oltern beim Aufräumen helfen. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz bei Freunden. Die Mutter sagt, wir sind viel zu höflich. Aber wir machen das wirklich sehr gerne. Ich räume die Kaffeetassen in die Spülmaschine. Ich wasche die große Kuchenform per Hand ab. Wo ist das saubere Geschirrtuch zum Abtrocknen? Es hängt dort drüben am warmen Heizkörper. Ich nehme es und trockne die Form ab. Der Vater bringt den restlichen Kuchen in den Keller. Dort ist es anscheinend kühl genug. Ja, ein Keller ersetzt oft den Kühlschrank. Der Küchentisch ist jetzt wieder völlig leer. Ich wische noch kurz mit dem Schwamm drüber. Jetzt sieht alles wieder absolut perfekt aus. Die Eltern bedanken sich herzlich bei uns. Wir haben die Arbeit super schnell geschafft. Viele Hände machen ein schnelles Ende, Max. Das ist ein wahres deutsches Sprichwort. Gehen wir zurück in den Flur für den Abschied. Ja, unsere Jacken hängen schon dort. Der schöne Tag ist leider fast vorbei. Ich ziehe meine Jacke im Flur an. Ich schlüpfe wieder in meine Straßenschuhe. Die Hausschuhe stelle ich ordentlich zurück. Die Mutter holt ein kleines Geschenk für uns. Da ist selbstgemachte Marmelade im Glas drin. Oh, das ist eine wunderbare Überraschung. Danke. Wir bedanken sich für die tolle Gastfreundschaft. Wir laden die Eltern für nächsten Monat ein. Ja, dann kochen wir ein schönes Abendessen. Der Vater freut sich schon sehr darauf. Er gibt mir zum Abschied wieder fest die Hand. Die Mutter umarmt mich ganz vorsichtig und lieb. Wir sagen laut Auf Wiedersehen und Tschüss. Die Wohnungstür schließt sich jetzt hinter uns. Das war ein wirklich gelungener Besuch, Anna. Du hast dich absolut vorbildlich benommen, Max. Danke, der deutsche Kniege ist gar nicht so schwer. Man muss einfach nur aufmerksam und höflich sein. Jetzt gehen wir langsam zur U-Bahn-Station. Der Abendhimmel über Berlin sieht wunderschön aus. Ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Ich mich auch. Die Familie ist einfach toll. Ich nehme deine Hand, meine liebe Anna. Wir gehen glücklich und zufrieden nach Hause.